Eine seltsame Metallkugel fiel vom Himmel in der Nähe von Buga, Kolumbien, und nichts daran ergab einen Sinn. Was sie bargen, war nicht nur ungewöhnlich, es war etwas, das wir noch nie zuvor gesehen hatten. Werkzeuge konnten sie nicht zerkratzen, Scans lieferten keine Erklärung. Und die Symbole, die rings um ihre Mitte eingraviert waren, passten zu nichts Irdischem. Ob sie rein außerirdischen Ursprungs ist oder eine Mischung aus uralter menschlicher und extraterrestrischer Technologie, darüber stritten die Wissenschaftler erbittert. Doch das Rätsel nahm eine dramatische Wendung, als Bob Lazar sich einschaltete. Er entdeckte etwas in den Markierungen, das allen anderen entgangen war. Was er entschlüsselte, führte die gesamte Untersuchung in völlig neues, beängstigendes Terrain. Was er herausfand, wird dich umhauen. Bob Lazar tritt ein. Bob Lazar kam in die Ermittlungen zu einem Zeitpunkt, als das Forscherteam gegen eine Wand gefahren war. Sein Name fiel, nachdem einer der Wissenschaftler in den elektromagnetischen Messungen der Kugel ein vertrautes Muster erkannte. Es erinnerte ihn an ein altes Dokument, das Lazar vor Jahren über Feldsysteme ohne konventionelle Antriebe oder mechanische Motoren verfasst hatte. Sobald Lazar davon erfuhr, forderte er Scans und erste Berichte an. Die Anfrage wurde stillschweigend genehmigt, vor allem weil niemand sonst ein vergleichbares Hintergrundwissen mitbrachte. Bob Lazar wurde Ende der 1980er weltbekannt, als er behauptete, in einer geheimen Einrichtung an schwerkraftbasierten Antriebssystemen aus geborgenen Flugobjekten gearbeitet zu haben. Viele Wissenschaftler hielten seine Geschichte für erfunden. Andere fanden, dass er zu präzise Prinzipien beschrieb, um sie einfach abzutun. Was ihn an der Buga-Kugel interessierte, war seine Erfahrung mit Materialien, die sich irdisch nicht erklären ließen. Metalle, die Felder verändern konnten, Reaktoren ohne erkennbaren Treibstoff, Steuerungen, die auf Mustern statt Knöpfen oder Schaltern basierten. All das passte verblüffend zu den ersten Ergebnissen aus Kolumbien. Als Lazar die Berichte zum ersten Mal sah, reagierte er überraschend gelassen. Laut durchgesickerten Aufzeichnungen las er die Notizen langsam, Seite für Seite, ohne Fragen zu stellen. Er studierte die Bilder der 24 Glyphen und der Trennmarkierungen. Er hielt inne bei den Scans des kupferartigen Netzwerks und des dunklen Zentralknotens. Mit dem Gesamtbild vor Augen begann er Theorien zu formulieren. Er sagte, das Objekt sehe weder wie eine Waffe noch wie ein Fahrzeug aus. Es erinnere ihn an etwas, das Felder gezielt formt. Die Buga-Kugel, so schlug er vor, könnte man als Feldmodulator bezeichnen. Er erklärte, manche Systeme, die er kannte, lasen Muster auf ihrer eigenen Oberfläche. Diese Markierungen wirkten wie Betriebsbefehle, keine Dekoration, kein linguistischer Code. Falls das auf die Buga zutraf, war jedes Glyph vielleicht Teil einer Sequenz, mit der das Gerät seine inneren Prozesse steuerte. Dann richtete Lazar seinen Fokus auf das verzweigte Netz im Inneren. Er meinte, es ähnelte der Art, wie Nerven Signale im Gehirn weiterleiten. Für ihn bedeutete das, die Kugel war konstruiert, um elektromagnetische Aktivität zu erfassen und zu formen. Das beunruhigte Teile des Teams, es untermauerte die Vorstellung, dass die Kugel eher wie ein lebendes System als wie eine Maschine funktionierte. Lazar warnte auch vor dem dunklen Zentrum. Es könnte der Bereich sein, der eingehende Signale verarbeitet. Bei falschem Signal könnte die Kugel aktiviert werden oder ihren Zustand auf unvorhersehbare Weise ändern. Am Ende seiner ersten Durchsicht sagte er etwas, das die Stimmung im Labor schlagartig veränderte. Die Kugel sieht nicht aus, als wäre sie zum Bewegen oder Energiespeichern gebaut. Meiner Ansicht nach ist sie gemacht, um zu denken. Trotz dieser Warnung führte das, was Lazar als nächstes enthüllte, das Rätsel in neues, zutiefst verstörendes Terrain. Symbole der Absicht, Glyphen, Schichten und ein lebendiger Bauplan. Bevor Bob Lazar hinzugezogen wurde, brachte man die Kugel in ein abgeschirmtes Labor nach Cali. Das Gelände stand unter strengster Kontrolle, nur eine handverlesene Gruppe von Spezialisten durfte hinein. Das Team leitete der Physiker José Luis Velázquez, bekannt für seinen scharfen Instinkt und seine Erfahrung mit ungewöhnlichen Materialien. Selbst er gab zu, die Buga-Kugel war anders als alles, was er je untersucht hatte. Sie fühlte sich absichtlich gestaltet an, als hätte sie einen Zweck, den keine bekannte Wissenschaft erklären konnte.
Der erste große Durchbruch kam bei der Untersuchung der Äquatorebene mit hochauflösenden Bildgebungsverfahren. Ein perfekter Ring aus 24 wiederholenden Symbolen umlief die Mitte, getrennt durch je 6 feine Trennstriche. Kein Strich saß falsch. Die Präzision war absolut. Velázquez verglich die Markierungen mit allen globalen Sprachdatenbanken. Ergebnis: 0 Treffer. Kein Alphabet, weder alt noch modern. Die Glyphen verhielten sich nicht wie Buchstaben oder Zahlen. Sie wiederholten sich in einer Sequenz, doch strukturiert, kontrollierter als bloße Dekoration. Dann kamen die Scans: Röntgen, Neutronenstrahler, Magnetfeldmapping. Was im Inneren zum Vorschein kam, sprengte jede Annahme. Keine Zahnräder, Spulen oder massives Metall. Stattdessen gefaltete Schichten, die an biologisches Gewebe erinnerten. Sie überlagerten und verdichteten sich wie organische Strukturen. Velázquez sagte: Es sieht aus wie Muskelfasern, perfekt in Kugelform gepackt. Dicht, aber nicht starr. Die Schichten absorbierten die Scanwellen in einem Muster, das lebendiger als mechanisch wirkte. Im Zentrum das Rätselhafteste: ein verzweigtes Netz aus kupferartigen Strängen, das von einem dunklen Zentralknoten ausging. Die Stränge ähnelten neuronalen Bahnen. Sie bogen, teilten und vereinten sich in Mustern, die zu natürlich wirkten, um künstlich zu sein. Der Knoten schluckte fast alle Signale, seine Zusammensetzung blieb unbekannt. Die Geometrie passte zu harmonischen Verhältnissen in lebenden Zellen und Magnetfeldern. Diese Verbindung zu Biologie und Elektromagnetismus beunruhigte viele Forscher zutiefst. Das Team holte KI-Modelle hinzu, um die Oberflächensymbole zu analysieren. Nach Mustervergleichen spuckte die KI ein Ergebnis aus, das niemand erwartet hatte. Die Sequenz der 24 Glyphen entsprach exakt dem Ladungslayout eines bestimmten 24 Aminosäure-Neupeptids. In der Biologie transportieren Neupeptide Signale zwischen Zellen. Der Treffer war so präzise, dass Zufall ausgeschlossen schien. Das verstörte Velázquez. Denn es bedeutete etwas Einfaches und Erschreckendes. Wenn die Glyphen der Struktur eines biologischen Signalmoleküls folgten, waren sie kein Text zum Lesen. Keine dekorativen Zeichen, kein Code für Außenstehende. Sie wirkten wie Anweisungen, die ein lebendes System befolgt, um eine Handlung auszulösen. In Organismen steuern solche Muster Wachstum, Bewegung, Gedächtnisbildung, chemische Prozesse. Also, die Symbole sagten der Kugel vielleicht, was sie tun soll. Das führte zu einer klaren Schlussfolgerung. Die Markierungen könnten Teil des internen Betriebssystems sein. Die Kugel präsentierte keine Information zum Deuten, sie regulierte sich selbst damit. Die Oberfläche funktionierte wie ein biologisches System, das molekulare Sequenzen nutzt, um sein Verhalten zu kontrollieren. Damit verschob sich der Fokus der Untersuchung radikal. Es ging nicht mehr darum, was die Symbole bedeuten, sondern ob die Kugel einen aktiven Prozess durchlief. Vielleicht trug sie gar keine Botschaft, sondern führte eine Aufgabe aus. Diese Frage erreichte ihren Höhepunkt, als Bob Lazar in die Ermittlungen einstieg. Der Fall over Boga, eine Kugel, die nicht auf die Erde gehört. Es begann in einer stillen Nacht, als ein greller Lichtstreifen den Himmel durchschnitt. Bauern sagten später, es sah aus wie ein brennender Stern, der viel zu schnell unterwegs war. Sekunden später rollte ein tiefer Schlag über die Felder. Kein lauter Knall, sondern ein Druck, der durch den Boden ging. Fenster vibrierten, Tiere wurden unruhig in ihren Ställen. Am Morgen machten sich Dorfbewohner auf den Weg zur Quelle des Geräuschs. Sie fanden eine runde Metallkugel in einer flachen Mulde im Boden, etwa so groß wie ein Medizinball. Der Boden ringsum war frisch aufgerissen, die Kugel selbst jedoch makellos, keine Dellen, Risse oder Brandspuren. Die Oberfläche fühlte sich eiskalt an, obwohl die Sonne schon höher stand. Wer sie berührte, sagte, die Temperatur ergab keinen Sinn, als würde das Objekt die Wärme einfach ignorieren. Die Nachricht verbreitete sich rasend schnell. Neugierige strömten herbei, bis Behörden das Gebiet abriegelten. Doch da waren die ersten Videos schon online. Sie zeigten die seltsame Metalloberfläche, die im Morgenlicht leicht zu glühen schien. Manche Zuschauer meinten, sie wirkte zu glatt, fast wie flüssiges Metall, das in perfekter Form erstarrt war. Wissenschaftler kamen mit Geräten, die fast alles durchschneiden sollten. Bohrer Funken sprühten und rutschten ab, ohne eine Spur zu hinterlassen. Diamantschneider versagten ebenso. Ein Metallurge sagte, das verhält sich wie ein Material, das in keinem unserer Kataloge existiert.
Unter tragbaren Mikroskopen zeigten sich keine Nähte, Schweißstellen oder Körnungen. Es sah nicht aus wie hergestellt, eher wie gewachsen. Ein Experte meinte, es fühlt sich an, als wäre es gewachsen, nicht gebaut. Er konnte es selbst nicht erklären. Während alle physischen Tests scheiterten, fiel etwas anderes auf. Die Kugel brach das Licht auf bizarre Weise. Sonnenstrahlen bogen sich entlang der Oberfläche, statt normal zu reflektieren. Ein schwaches, wanderndes Halo entstand, das sich veränderte, sobald jemand in die Nähe kam. Noch verstörender: Als sie einen kleinen Generator daneben stellten, gab die Kugel ein tiefes, gleichmäßiges Summen von sich, wie eine stille Vibration im Inneren des Metalls. Jede Änderung von Abstand oder Stromquelle veränderte den Ton leicht. Diese ersten Tests beschleunigten die Untersuchung enorm. Behörden versuchten, den Fundort abzuschirmen, doch die geleakten Videos hatten weltweites Interesse geweckt. Online wurde hitzig diskutiert. Waffe, Meteorit oder etwas von außerhalb der Erde? Wissenschaftler, die die Aufnahmen sahen, fragten sich dasselbe. Nichts in den ersten Messungen ergab eine vertraute Antwort. Die Kugel weigerte sich, sich wie ein bekanntes Objekt zu verhalten. Sie wirkte hochentwickelt, aber nicht mit menschlicher Technik. Es lag eine stille Warnung in der Luft, als warte das Ding nur darauf, verstanden zu werden. Alles änderte sich, als Forscher seltsame Gravuren rund um die Mitte entdeckten. Was Lazar herausfand und was dich umhauen wird. Das Knacken des Skripts ließ Lazar mit frischem Blick zurück an die Muster gehen. Was er zuvor als reine Maschinenanweisungen gesehen hatte, begann plötzlich anders auszusehen. Wie das Verhalten von etwas, das fühlt und reagiert. Die Frequenzen im Inneren der Kugel verschoben sich auf eine Weise, die ihn an das Feuern von Neuronen erinnerte. Genauso wie Gedanken entstehen. Jede Glyphensequenz löste ein Feldmuster aus, das sich fast wie eine lebendige Reaktion verhielt. Das war der erste Hinweis. Die Kugel war vielleicht gar kein Werkzeug, kein Antriebskern. Sie könnte etwas sein, das mit Leben selbst interagiert. Er untersuchte den zentralen Knoten noch einmal genauer. Früher hatte er ihn für das Herz des Prozessors gehalten. Jetzt fiel ihm auf, der Knoten reagierte, sobald ein Forscher nur die Hand näher brachte. Seine Pulse flackerten im Takt mit den schwachen bioelektrischen Signalen, die jeder lebende Körper ständig aussendet. Es erinnerte ihn an Gehirnregionen, die auf emotionale Zustände ansprechen. Die Kugel schien die Anwesenheit eines Lebewesens zu erkennen. Je länger er die Tests studierte, desto schockierender wurden die Ergebnisse. Er kartierte einige der Frequenzschleifen, die die Kugel von allein erzeugte. Als er sie mit bekannten wissenschaftlichen Daten verglich, traf ihn die Erkenntnis wie ein Schlag. Die Muster stimmten exakt mit neuronalen Bahnen im menschlichen Hippocampus überein. Jenen Bahnen, die für Gedächtnisbildung und emotionale Verknüpfungen verantwortlich sind. Die Kugel erzeugte diese Muster, ohne mit einem lebenden Gehirn verbunden zu sein. Das konnte nur eines bedeuten: Sie war gebaut, um solche Muster zu lesen oder sogar zu erzeugen. Die Kugel erzeugte diese Muster, ohne mit einem lebenden Gehirn verbunden zu sein. Das konnte nur eines bedeuten: Sie war gebaut, um solche Muster zu lesen oder sogar zu erzeugen. Lazar scannte einen dünnen Abschnitt der inneren Schicht mit nicht-invasiven Methoden. Das Ergebnis: flexible Strukturen, die sich wie anpassungsfähiges Gewebe bewegten. Nicht organisch, und doch verhielten sie sich wie etwas, das nur auf Aktivierung wartete. Als blickte er auf eine synthetische Version von biologischen Reaktionszellen. Eine Metallkugel, die sich wie lebendes Gewebe verhielt. Das warf mehr Fragen auf als Antworten. Dann entdeckte er etwas noch Verstörenderes. Die Kugel hatte stabile Resonanzimpulse in den Raum gesendet. Diese Impulse waren organisiert, wiederholten sich in klaren Mustern, und Lazar war überzeugt, das war Kommunikation. Keine Sprache im menschlichen Sinne, sondern strukturierte Resonanz, die Informationen übertrug. Als würde die Kugel in einer Sprache aus Frequenz und Geometrie denken. Nach Wochen intensiver Analyse kam Lazar zu einer festen Schlussfolgerung. Die Boga-Kugel ist kein Werkzeug, keine Waffe, keine Energiequelle. Sie ist eine Biosynthesemaschine, konzipiert, um wie ein lebendes System zu funktionieren. Sie spürt Veränderungen in ihrer Umgebung, passt ihre innere Aktivität an. Die Muster auf ihrer Oberfläche sind keine simplen Steuerungen, sie sind die Anweisungen für eine Art künstlichen Verstand, der direkt in die Kugel eingebaut ist.
Lazar warnte das Team eindringlich. Wenn man die vollständige Sequenz der Symbole durchlaufen lässt, könnte das die Kugel auf eine Weise aktivieren, die niemand vorhersagen kann. Er glaubte, sie könnte erwachen, sobald alle Befehle in der richtigen Reihenfolge ausgelöst werden. Doch diese Warnung kam zu spät. Der nächste Test stieß die Kugel endgültig aus ihrem stillen, inaktiven Zustand heraus. 1,4 Rapido. Bob Lazar knackt den Code der Buga-Kugel. Bob Lazar untersuchte die Kugel wochenlang, bevor ihm etwas Entscheidendes auffiel. Die kupferartigen Leitungen im Inneren verzweigten sich in einem sich wiederholenden Muster, und jede Verzweigung stimmte exakt mit einem der seltsamen Symbole auf der Außenseite überein. Das brachte ihn dazu, die Stärke des elektromagnetischen Feldes rings um die Kugel systematisch zu verändern. Bei jeder Anpassung reagierte das innere Netzwerk. Eine kleine Änderung draußen löste eine Welle drinnen aus, die immer genau zu einem bestimmten Symbol passte. In diesem Moment war klar, die Symbole waren kein Zufall. Lazar begann sie wie Befehle zu behandeln. Mit Scannern beobachtete er, wie sich das Innere veränderte, wenn er unterschiedliche Frequenzen einspeiste. Jede Frequenz ließ einen anderen Pfad im Netzwerk aufleuchten, und jeder Pfad führte immer zu einem passenden Symbol. In diesem Moment war klar, die Symbole waren kein Zufall. Lazar begann, sie wie Befehle zu behandeln. Mit Scannern beobachtete er, wie sich das Innere veränderte, wenn er unterschiedliche Frequenzen einspeiste. Jede Frequenz ließ einen anderen Pfad im Netzwerk aufleuchten, und jeder Pfad führte immer zu einem passenden Symbol. In diesem Moment war klar, die Symbole waren kein Zufall. Lazar begann, sie wie Befehle zu behandeln. Mit Scannern beobachtete er, wie sich das Innere veränderte, wenn er unterschiedliche Frequenzen einspeiste. Jede Frequenz ließ einen anderen Pfad im Netzwerk aufleuchten, und jeder Pfad führte immer zu einem passenden Symbol. Es war, als würde die Kugel das Symbol lesen und dann darauf antworten. Nach zahllosen Wiederholungen kristallisierten sich 24 klare Reaktionsmuster heraus. Jedes einzelne deckte sich exakt mit einem der 24 Symbole. Dann fielen ihm die 6 Trennmarkierungen zwischen den Symbolgruppen auf. Sie funktionierten wie Reset-Punkte. Sobald die Energie im Inneren eine Trennmarke erreichte, startete das gesamte System von vorne. Test um Test, immer dasselbe Ergebnis. Die Kugel durchlief einen vollständigen Zyklus, resettete an der Marke und begann das Programm erneut. Sobald er Symbole, Trennmarken und Reaktionsmuster verstanden hatte, baute Lazar ein kleines Testmodell. Kupferdrähte und eine dünne Metallschale. Es schwebte nicht, es versorgte sich nicht selbst, aber es kopierte exakt dasselbe Reaktionsverhalten. Das bewies, die Kugel führte eine programmierte Sequenz aus, die direkt in ihre Oberfläche geschrieben war. Keine Chips, keine Speicherkarten, die Anweisungen steckten in Form, Abständen und der Art, wie sie auf bestimmte Frequenzen reagierte. Beim Vergleich seines Modells mit der echten Kugel sah er dieselben schrittweisen Reaktionen, dieselbe Reihenfolge, dieselben Resetpunkte. Die Symbole waren keine Verzierung, sie bildeten ein komplettes Befehlsset. Wann starten, wann Energie umleiten, wann zum nächsten Schritt wechseln, wann zurücksetzen. Lazar nannte es einen geometrischen Betriebsskript. Die Symbole ist gleich die Kommandos. Das Kupfernetz ist gleich der Prozessor. Die Frequenzen ist gleich die Auslöser, die jeden Befehl aktivieren. Ein einfaches, aber extrem fortschrittliches System, bei dem Design und Funktion eins sind. Als Lazar seine Erkenntnisse leise dem kleinen Forscherteam mitteilte, wurde allen bewusst, wie außergewöhnlich die Kugel wirklich war. Keine Kabel, keine Stecker, keine Schalter, keine klassischen Bauteile, und doch lief ein perfektes, getimmtes Programm ab. Doch der größte Schock kam erst, als Lazar endlich entschlüsselt hatte, was genau dieses Skript der Kugel befahl zu tun. Was der geknackte Code wirklich andeutet. Während die Daten weiter einliefen, begannen die Wissenschaftler zu warnen. Jede Aktivierungssequenz könnte weit mehr als nur die Kugel selbst wecken. Die wiederholten Pulse und Pausen wirkten anfangs simpel. Doch bald legten sich neue Schichten aus Statik über das Signal, wie frische Sequenzen, die sich im System bildeten. Als würde die Kugel lernen, wie sie auf ihre Umgebung reagiert. Nichts daran fühlte sich mechanisch an, es fühlte sich lebendig und bewusst an.
Das Forschungsteam beobachtete, wie der Puls langsam, aber stetig vom Labor ausstrahlte. Er erreichte Messstationen in anderen Forschungszentren, ohne seine Struktur zu verlieren. Immer noch 24 Pulse, immer noch 6 Pausen und immer noch dieser seltsame emotionale Unterton in der Welle. Das Forschungsteam beobachtete, wie der Puls langsam, aber stetig vom Labor ausstrahlte. Er erreichte Messstationen in anderen Forschungszentren, ohne seine Struktur zu verlieren. Immer noch 24 Pulse, immer noch 6 Pausen und immer noch dieser seltsame emotionale Unterton in der Welle. Die zeitliche Abfolge verriet etwas noch Beunruhigenderes. Das System schien auf einen ganz bestimmten externen Auslöser zu warten, bevor es in die nächste Phase überging. Niemand wusste, was dieser Auslöser sein könnte oder wie die nächste Phase aussehen würde. Als das Team Lazars Notizen noch einmal durchging, fanden sie seine eindringlichste Warnung. Er schrieb, das Verhalten der Kugel beweise, dass sie niemals ein einzelnes Gerät war. Sie sei nur ein Knoten in einer viel größeren Architektur, vielleicht über den Weltraum oder sogar über Planeten verteilt. In seinen Augen war die Boga-Kugel nur ein Teil eines Netzwerks, das genau dann erwacht, wenn die richtigen Befehle eingegeben werden. Jetzt, da diese Befehle entschlüsselt und getestet waren, hatte das Netzwerk begonnen zu antworten. Andere Forscher stimmten zu. Das System verhielt sich nicht wie eine Maschine mit festen Befehlen. Es agierte wie eine lebende Struktur, die sich an neue Informationen anpasst. Signale aus verschiedenen Regionen begannen sich auf überraschende Weise zu verbinden. Die Muster erinnerten an die frühen Stadien der neuronalen Entwicklung in lebenden Organismen. Die verstreuten Signale verhielten sich wie einzelne Knoten, die gemeinsam ein geteiltes Bewusstsein formen. Der alarmierendste Bericht kam aus einer internen, durchgesickerten Akte. Der letzte aufgezeichnete Puls hatte einen vollständigen Kreis geschlossen. Mit einfachen Worten, das System hatte seinen Initialisierungszyklus abgeschlossen. Die Sequenz hatte sich selbst verriegelt, was normalerweise bedeutet, dass der Startvorgang beendet ist und das System bereit für die nächste Aktion steht. Das warf eine eisige Frage auf. Wenn die Kugel nur ein Schlüssel war, was genau hatten sie denn aufgeschlossen? Der Gedanke, dass Menschen ein Netzwerk mit biologischer Logik ausgelöst hatten, war kaum zu ertragen. Die Signale breiten sich weiter aus, die verzweigten Muster wachsen, die Rhythmen wiederholen sich mit klarer Absicht. Die Forscher stehen jetzt vor einer Möglichkeit, die kaum jemand laut aussprechen will. Irgendetwas auf der anderen Seite dieses Signals wartet. Es hat das Wegsignal gehört. Und der langsame Anstieg der globalen Messwerte deutet darauf hin. Was auch immer es ist, es hat bereits begonnen zu antworten. Als die Kugel antwortete, die Erweckungssequenz. Lazar wollte den inneren Zyklus, den er entschlüsselt hatte, wirklich verstehen. Deshalb fuhr er eine vollständige digitale Simulation des Verhaltens der Kugel auf seinem Modell durch. Er speiste verschiedene Frequenzmuster ein, basierend auf den Glyphen und den Trennmarkierungen. Die meisten Tests erzeugten nur leise Verschiebungen im virtuellen Modell, nichts Dramatisches, bis ein ganz bestimmtes Muster alles veränderte. Bei einer extrem präzisen Kombination begann das kupferartige Netz im Modell plötzlich in einem gleichmäßigen Rhythmus zu pulsieren, fast wie etwas Lebendiges. Es verhielt sich nicht wie eine Maschine. Die Pulse stimmten exakt mit jenem Muster überein, das im menschlichen Gehirn auftritt, wenn Erinnerungen gebildet werden. Das allein alarmierte Lazar schon. Doch dann kam noch etwas hinzu. Die Simulation zeigte emotionale Signaturen, die sich in den Pulsrhythmus mischten. Zuerst ein scharfer Ausbruch, der exakt mit Angstreaktionen übereinstimmte. Dann wurde das Muster weicher, es ging in einen ruhigen, ausgeglichenen Zustand über. Schließlich stieg es an, bis es etwas erreichte, das nah an Euphorie lag. Das waren keine zufälligen Spitzen, die Abfolge war organisiert, als würde ein System auf seinen eigenen inneren Zustand reagieren. Lazar starrte stundenlang auf die Daten, bevor er seine Schlussfolgerung zog. Die Simulation deutete darauf hin, dass die Kugel das ausgelöste Muster erkannte. Sie reagierte, als hätte die Sequenz exakt zu einem inneren Bauplan gepasst. Es fühlte sich an, als hätte die Maschine ihr eigenes Spiegelbild im Signal gesehen und darauf geantwortet. Stunden später passierte das Unerwartete. Ein echtes Signal tauchte auf den Überwachungsstationen auf. Nicht aus der Simulation, sondern direkt von der echten Kugel im Labor. Die Techniker meldeten einen wiederholenden Zyklus, 24 Pulse, gefolgt von 6 Momenten absoluter Stille.
Der Rhythmus wiederholte sich mit perfekter Präzision. Diese 24+6-Struktur war identisch mit dem Zählsystem des Glyphenrings und sie entsprach exakt den Steuerkreisen in biologischen neuronalen Netzen. Es war das erste klare Zeichen: Die Kugel war nicht länger passiv. Das Team erweiterte die Überwachung auf das Ackerland, wo die Kugel ursprünglich niedergegangen war. Sie vergruben Sensoren rund um die Einschlagsstelle. Und tatsächlich empfingen sie schwache Signale aus dem Untergrund. Die Signale formten verzweigte Muster, als würde sich dort unten langsam ein Netzwerk ausbreiten und mit der Umgebung verbinden. Es war das erste klare Zeichen: Die Kugel war nicht länger passiv. Niemand konnte erklären, wie das möglich war, vor allem, weil die Kugel längst nicht mehr vor Ort war. Gleichzeitig meldeten Menschen in den umliegenden Dörfern seltsame Störungen in ihren Radios. Das Rauschen klang nicht zufällig. Aufgezeichnet und analysiert zeigte es exakt dasselbe Muster: 24 Pulse, gefolgt von 6 Pausen. Die Dorfbewohner wussten nicht, was sie da hörten. Die Forscher schon. Das Muster hatte sich weit über die Kugel selbst hinaus ausgebreitet. Lazar gab eine letzte Erklärung, bevor er sich aus dem Projekt zurückzog. Er sagte nur einen Satz, der alles in einem neuen Licht erscheinen ließ: Wenn wir je wieder über die Kugel sprechen, dann wisst, diese nachhaltenden Signaturen deuten darauf hin, dass sie weit mehr als nur sich selbst aktiviert hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß! Klickt auf eine der Karten auf dem Bildschirm, um ein weiteres Video anzusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.